Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Es war einmal ein 10-jähriger Junge namens Max. Max mit seinen Eltern beschloss, in ein Restaurant zum Abendessen zu gehen. Max war aufgeregt, da er gerne neue Gerichte probierte und mit seinen Eltern zusammen sein konnte. Er hatte keine Ahnung, dass sich sein Leben für immer verändern würde. Die Familie war auf dem Weg zum Restaurant. Als plötzlich ein Auto von hinten kam und das Auto, in dem Max und seine Familie saßen, traf. Es war ein schrecklicher Unfall, und Max wurde schwer verletzt. Er konnte sich kaum bewegen und schrie vor Schmerzen. Die Rettungskräfte kamen schnell zum Unfallort und brachten Max ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass er schwere Verletzungen hatte. Und dass seine Eltern leider bei dem Unfall ums Leben gekommen waren. Max war am Boden zerstört. Er konnte nicht glauben, dass seine Eltern nicht mehr bei ihm waren. Er war alleine und hatte niemanden mehr. Er wurde von seinem Onkel aufgenommen, der ein einsamer und grimmiger Mann war. Sein Onkel war der einzige Verwandte, der noch am Leben war. Anfangs war Max erleichtert, dass er bei seinem Onkel leben konnte. Aber bald stellte sich heraus, dass sein Onkel ein schlechter Mensch war. Er war alkoholabhängig und behandelte Max schlecht. Der Onkel war ein harter Mann und hatte wenig Interesse daran, sich um Max zu kümmern. Er war nicht bereit, die Verantwortung für einen 10-jährigen Jungen zu übernehmen. Max hatte keine Freunde, keine Familie und keine Hoffnung, aber er gab nicht auf. Er wusste, dass er in der Schule hart arbeiten musste, um eine bessere Zukunft zu haben. Er verbrachte Stunden damit zu lernen und seine Hausaufgaben zu machen. Aber als Max älter wurde, wurde es schwieriger für ihn. Sein Onkel wurde immer schlimmer, und am Ende war er so betrunken, dass er Max aus dem Haus warf. Max war wieder allein. Er hatte niemanden, auf den er sich verlassen konnte. Seine Freunde hatten Angst vor ihm, weil er inzwischen ein trauriger und wütender Junge geworden war. Er war wütend auf die Welt und auf sich selbst, weil er das Gefühl hatte, dass er schuld am Tod seiner Eltern war. Aber dann traf er einen Mann namens Herr Schmidt, der ihm half, seine Trauer zu bewältigen und ihm eine Chance gab, sein Leben zu ändern. Herr Schmidt war ein erfolgreicher Geschäftsmann und erkannte das Potenzial in Max. Er gab ihm Arbeit in einem seiner Unternehmen und half ihm, seine Fähigkeiten zu verbessern. Max war hartnäckig und arbeitete hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Er wollte ein erfolgreicher Geschäftsmann werden und die Welt zeigen, dass er mehr als nur ein verlassener Junge war. Mit der Zeit wurde Max immer erfolgreicher. Er gründete sein eigenes Unternehmen und wurde schließlich zum Besitzer des größten Unternehmens im Land.
Doch der Erfolg hatte seinen Preis. Max hatte keine Zeit für Freunde oder Familie. Und er war immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um noch erfolgreicher zu sein. Er war einsam und wusste nicht, wie er seine Leere füllen konnte. Eines Tages traf Max eine Frau namens Anna, die sein Leben verändern sollte. Sie hatten viele gemeinsame Interessen und verbrachten viel Zeit zusammen. Anna war anders als alle Frauen, die er bisher getroffen hatte. Sie war klug, schön und ehrgeizig, und er fühlte sich sofort von ihr angezogen. Sie brachte Max dazu, seine Arbeit etwas zurückzufahren und sich auf sein persönliches Leben zu konzentrieren. Sie half ihm, die Leere in seinem Leben zu füllen und ihn zu einem besseren Mann zu machen. Schließlich heirateten Max und Anna und bekamen eine Tochter namens Sarah. Max war glücklich, eine Familie zu haben, die ihn liebte und unterstützte. Max hatte alles, wovon er geträumt hatte. Eine erfolgreiche Karriere, eine glückliche Ehe und eine liebevolle Familie. Doch das Schicksal hatte noch mehr für Max vorbereitet. Eines Tages erhielt Max die Nachricht, dass sein Onkel, der ihn vor Jahren aus dem Haus geworfen hatte, gestorben war und ihm sein gesamtes Vermögen hinterlassen hatte. Max war überrascht und wusste nicht, was er damit tun sollte. Er hatte keine guten Erinnerungen an seinen Onkel und war sich nicht sicher, ob er das Erbe annehmen sollte. Er beschloss, nachzuforschen und entdeckte schließlich, dass sein Onkel es bereute, ihn aus dem Haus geworfen zu haben. Er hatte Max' Erfolg und seine Familie verfolgt und erkannt, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er wollte Max eine Chance geben, ihm zu vergeben und ihm zu helfen, sein eigenes Leben zu verändern. Max war berührt von den Gesten seines Onkels und beschloss schließlich, das Erbe anzunehmen. Er nutzte das Geld, um eine Stiftung für verwaiste Kinder zu gründen. Diese Stiftung half den Waisenkindern, über den Verlust seiner Eltern hinwegzukommen. Er wollte anderen Kindern helfen, die durch ähnliche Situationen gehen mussten wie er. Die Stiftung wurde ein großer Erfolg und half vielen Kindern, ihre Trauer zu bewältigen und ihre Leben zu verändern. Max war stolz darauf, dass er dazu beitragen konnte, das Leben anderer zu verbessern. Er schrieb ein Buch über seine Erfahrungen und gab Vorträge, um anderen zu helfen, ihre Trauer zu bewältigen und ihre Träume zu verwirklichen. Er wurde zu einem Vorbild für viele Menschen und inspirierte sie dazu, ihr Leben zu verändern. Max hatte alles erreicht, wovon er geträumt hatte. Er war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein wohltätiger Mensch, der anderen half. Max hatte gelernt, dass Familie das Wichtigste im Leben war. Und dass man alles erreichen konnte, wenn man hart arbeitete und an sich selbst glaubte. Er hatte gelernt, dass man auch in schwierigen Zeiten nicht aufgeben durfte.
Und dass es immer Hoffnung gab, selbst wenn alles verloren schien. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.